Seit heute früh steht es fest, Wien wird zum 3. Mal den Eurovision Song Contest austragen. Das hat ORF-Generaldirektor Roland Weismann bekannt gegeben. Neben Wien war bis zuletzt Innsbruck im Rennen. Es war kurz nach 8 Uhr in der Früh im Ö3-Studio, als ORF-Generaldirektor Weismann die Entscheidung bekannt gibt. Ich gebe 12 Punkte für Wien. Es war wirklich so, dass es eine ganz, ganz tolle Bewerbung war von Innsbruck. Aber ehrlicherweise war dann Wien noch um ein Eilzahl besser. Es ist bereits das 3. Mal, dass der Song Contest in Wien ausgetragen wird, nach 1967 und 2015. Das Mega-Musik-Event kommt nach Österreich, weil zuletzt in Basel JJ mit Wasted Love gewonnen hat. Auf den Straßen Wiens freut man sich auf den ESC 2026. Toll, tolle Großveranstaltung. Wien hat viel Erfahrung in dem Bereich, was Event und so betrifft. Also finde ich gut. Der ESC kommt nach Wien. Was sagen Sie dazu? Ja, war zu erwarten, ja. Ich schaue ihn leider nicht, aber es ist eine schöne Sache für die Stadt. Glauben Sie, werden Sie nach Wien kommen dann für den ESC wieder? Auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken, aber ich war letztes Jahr schon hier, dieses Jahr im Sommer wieder. Es ist einfach eine schöne Stadt. Es wird ein Jubiläums-Song-Contest, weil der Gesangswettbewerb nächstes Jahr zum 70. Mal ausgetragen wird. Zur Bekanntgabe des Austragungsorts ist heute auch der ESC-Chef der Europäischen Radio- und Fernsehunion EBU angereist. 166 million people watched Eurovision last year. 166 Millionen haben den letzten Song Contest gesehen. 37 Länder nehmen teil und mehr als 1 Milliarde Menschen sind online dabei. Wir werden gut vorbereitet sein. Wir wissen, Wien kann das und jetzt geht's los. All that is to come ahead. Die Finalshow wird am Samstag, dem 16. Mai 2026 stattfinden und Wien wird mit diesem neuen Logo an den Start gehen. Schönes Logo, und im Studio begrüße ich jetzt Dietmar Petschel von der ORF Kulturredaktion. Schön, dass du da bist, Didi. Du, also Wien ist es jetzt geworden, jetzt ist es heraus. Was hat denn deiner Meinung nach auch tatsächlich jetzt den Ausschlag gegeben? Na, ich denke, das wird eine Kostenentscheidung natürlich gewesen sein, aber auch eine logistische Entscheidung. Es geht beim Song Contest ja nicht nur darum, dass es eine Halle gibt, wo man das veranstalten kann mit allen Nebenräumen für Künstlergarderoben, aber auch für Medienpressezentrum, sondern es geht auch darum, die vielen, vielen, vielen Besucherinnen und Besucher unterzubringen. Es war in Basel jetzt so, dass um die 100.000 Menschen tatsächlich in der Stadt waren für den Song Contest, circa 50.000 Nächtigungen. Ja, das muss eine Stadt erstmal stemmen. Das musst du mal hinbringen. Du musst die Hotelleistung natürlich haben und auch diese Fanzone muss auch möglich sein. Wie war denn das letztes Mal? Da gab's die Euro Village am Rathausplatz war das. Das ist eben diese große Fanzone, wo einerseits die Shows live übertragen werden, aber es auch viele Live-Konzerte und sonstige Veranstaltungen gibt. Und in der Otterkringer Brauerei war dann noch der Euro Club, wo es dann am Abend nach den Shows Partys gibt. Ja. Mal schauen, ob das. Man kann sagen, Wien ist erprobt, ist es auch noch nicht so lange her. Dennoch wird es ein bisschen anders sein als letztes Mal. Da gibt es eine spezielle Herausforderung. Naja, es ist jetzt seit 2 Jahren so, dass der Song Contest immer begleitet ist von Protesten gegen die Teilnahme Israels. Und das bedeutet natürlich, dass die Sicherheitsvorkehrungen hochgeschraubt werden. Das war in Malmö besonders krass. In Basel waren die Demonstrationen ein bisschen weniger als in Malmö. Aber darauf muss man natürlich auch für 2026 gefasst sein. Da wird sicher ein spezielles Sicherheitskonzept auch geben. Also große Herausforderungen natürlich, aber der Werbewert ist, könnte man sagen, fast unbezahlbar, oder? Der ist tatsächlich fast unbezahlbar. Man darf nicht vergessen, dass da weltweit eine ganze Woche lang ununterbrochen über diese Stadt berichtet wird. Wenn man das in Werbespots kaufen würde, dann wäre das fast 1 Milliarde Euro. Und es werden eben Menschen auf Wien aufmerksam, was dem Tourismus nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig hilft. Wenn wir zurückdenken am Anfang, wie es um die Entscheidung ging, also als wir gewonnen haben, natürlich wir alle miteinander, haben es doch einige Orte gegeben, die sehr schnell, sehr rasch aufgezeigt haben. Oberwart, wir erinnern uns, und auch andere. Wie realistisch war denn das damals eigentlich? In Wirklichkeit nicht besonders realistisch. Es ist schön zu sehen, dass jeder quasi seinen Song Contest im Ort haben will. Es ist schön, dass die Menschen auch sehen, wie viel das einem Ort bringt. Aber natürlich, die Kapazität von Unterbringung und auch die Kapazität von Veranstaltungshalle, die ist in Oberwart
wahrscheinlich eher nicht gegeben. So schön es dort ist. Ja, absolut. Der Song Contest natürlich auch für den ORF eine Riesenherausforderung, eine solch große Show zu stemmen. Laufen da schon die Vorbereitungen? Kannst du uns darüber schon ein bisschen was erzählen? Naja, die Vorbereitungen zum nächsten Song Contest, sagen wir immer, die beginnen am Tag nach dem Finale bereits. Diesmal ist es halt die doppelte Vorbereitung, weil einerseits richten wir einen Song Contest aus, andererseits nehmen wir aber natürlich auch wieder teil dran. Das heißt, auch da gibt es bereits Vorbereitungen. Das wird ja diesmal wieder anders als in den letzten Jahren. Es wird wieder eine große Show mit Publikumsbeteiligung geben im Vorfeld des Song Contests. Für die Auswahl des Künstlers oder der Künstlerin? Für die Auswahl der Kandidatin oder des Kandidaten, und da kommen die Bewerbungen bereits jetzt rein. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Also da wird es sehr viel rundherum auch geben, auch tolle Sachen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, Didi Pätschl, für diese Informationen. Danke.